Ich würde das Projekt als hochspannend bezeichnen. Es ist eine neue Dimension, in der wir mit elektrischen Fahrzeugen vordringen. Interessant finde ich immer persönlich die letzten 2-3 Minuten vor dem Crash. Irgendwie merkt man dann, es wird alles ruhig, es wird alles leise. Mein Name ist Felix Piedler. Ich arbeite bei Daimler Truck in der Entwicklung. Ich kümmere mich um die passive Sicherheit und hier bei dem anstehenden Crashversuch bin ich der Versuchsleiter. Ich heiße Frank Müller und ich bin in der Fahrzeug- und Kabinenentwicklung von Mercedes-Benz und bin dort verantwortlich für die Unfallforschung und die passive Sicherheit. Ich bin Christoph Berger. Ich arbeite im Team Passive Sicherheit und Unfallanalyse und bin dort im Speziellen tätig für alternative Antriebe, Erkennung von Unfällen und unter Umständen auch Abschaltung von Hochvoltsystemen zum Beispiel. Mit dem Crashtest wollen wir sicherstellen, dass durch eine Seitenanprallsituation die Fahrzeugsicherheit weiterhin sichergestellt ist. Das sind Unfälle, die wir auf der Straße regelmäßig sehen, auf Kreuzungen zum Beispiel, wo ein LKW entlangfährt und ein PKW kommt von der Seite. Natürlich nehmen wir nicht einfach nur ein Fahrzeug und führen einen Crashversuch an diesem durch, sondern bevor wir das machen, machen wir zahlreiche rechnerische Simulationen, wo wir verschiedenste Anprallsituationen bewerten. Es sind viele Dinge, worauf man achten muss. Es ist eine sehr aufwendige Vorbereitung, weil wir sehr viele Sensoren ins Auto reinpacken, um möglichst viele Daten aufzunehmen, um viel zu lernen. Und entsprechend müssen wir die alle vorbereiten, einmessen. Und dass natürlich das gesamte Setup auch mechanisch von der Anprallposition vorbereitet ist, dass es zu einem reibungslosen Test kommen kann. Und wir haben ja nur einen Versuch. Wenn es geknallt hat, ist es zu spät, dass uns auffällt, dass irgendwas falsch war. Deswegen müssen wir vorher sehr sorgfältig arbeiten. Für einen Crashversuch brauchen wir etwa eine Woche. Aus unserer Historie heraus haben wir seit jeher eigentlich immer das Thema Insassenschutz und Partnerschutz sehr genau betrachtet. Für die elektrisch betriebenen Fahrzeuge kommt noch etwas weiteres hinzu, die Sicherheit vor Folgen durch den elektrischen Strom und Folgen, die sich vielleicht aus einer stärkeren Batterieschädigung ergeben können. Wir haben den eActros 600 getestet. Der Unterschied zu Verbrennern ist einfach, dass hier zusätzliche Technologie verbaut ist und wir wollen dann natürlich ein vergleichbares Sicherheitsniveau auch hier abliefern und das heißt, wir müssen unter Umständen in bestimmten Unfallszenarien das Hochvoltsystem deaktivieren und da muss man natürlich in der Lage sein, solche Szenarien auch zu erkennen, sicher zu erkennen. Das ist auch gleich der Kern des Versuchs gewesen. Wir wollten schauen, ob diese Batterien eben der mechanischen Belastung standhalten. Die Batterien, die in diesem Fahrzeug verbaut sind, haben eine hohe Eigensteifigkeit und Eigensicherheit. Um die Batterien aber zusätzlich zu schützen, sind die mit Crash-Elementen versehen, die seitlich davor sitzen. Die sollen einen Anprall abmindern und auch die Last, die durch den Anprall entsteht, gleichmäßig auf die Batterien verteilen. Hochvoltsysteme sind nicht nur die Batterien, es sind auch viele weitere Hochvoltkomponenten, die Kabel und so weiter. Und da ist eben besonders wichtig, dass auch da das Fahrzeug einfach nach dem Aufprall sicher ist. Nicht nur, dass der Insasse geschützt ist, sondern auch First Responder, die helfen, vielleicht Rettungskräfte, die helfen. Für all diese Personen soll das Fahrzeug auch nach dem Crash einfach sicher sein. Wir crashen ja eigentlich, um unsere Erwartungshaltung zu bestätigen. Ein großer Job ist es einfach, nach dem Crash abzugleichen, hat der Crash in allen Einzelheiten, auf allen Ebenen unsere Erwartungshaltung erfüllt. Und an den Punkten, wo das vielleicht dann doch nicht der Fall war, einfach noch besser zu verstehen, was genau passiert ist, um unsere Auslegung und auch die Simulationen einfach noch weiter zu optimieren. Ich erwarte jetzt keine Überraschung bei dem Test, sondern ich erwarte, dass bestätigt wird, dass das Fahrzeug integer und sicher ist nach dem Anprall. Ich hoffe, dass wir einen guten Test haben, der möglichst auch mit den Simulationen übereinstimmt, die wir im Vorfeld gemacht haben, und dass wir eine stabile, robuste Performance haben. Beim Versuch gibt es immer Risiken, aber ich glaube, das ist überschaubar. Also interessant finde ich immer persönlich die letzten 2-3 Minuten vor dem Crash. Irgendwie merkt man dann, es wird alles ruhig, es wird alles leiser, die Leute werden ruhiger, man hat super viel Zeit in die Vorbereitung investiert. Es ist eine neue Dimension, in der wir mit elektrischen Fahrzeugen vordringen. Das erste ist natürlich erstmal der direkte Eindruck in dem Moment, wo der Crash passiert. Das geht aber meistens alles super schnell. Direkt nach dem Anprall wussten wir nicht, ob
wirklich diese Schutzmaßnahmen, die wir im Auto haben, gewirkt haben. Die Feuerwehr mit ihren Anzügen und Messgeräten hat Temperatur geprüft, sodass wir hinterher allesamt auch gucken konnten, dass alles in Ordnung war. Das ist absolut wichtig und erforderlich. Sicherheit steht an erster Stelle. Wir nehmen das Auto in Augenschein, schauen, welche Beschädigungen sind dran, ist irgendwo was besonders auffällig. Als nächstes habe ich mir die Messtechnik angeschaut, diese Messsignale, und die werten wir aus. Das nächste ist aber, dass wir das Deformationsverhalten vergleichen mit dem, was wir in unseren rechnerischen Simulationen gemacht haben, gucken, ob unsere Simulationsmodelle valide sind und rollen das über die Breite der großen Produktpalette aus. Um das besser machen zu können, werden wir morgen einen Scan machen von diesem Fahrzeug. Wir nehmen die Verkleidungen ab, wir nehmen die Batterien raus, schauen uns die Beschädigungen nochmal genau im Scan an. Die vergleichen wir dann mit der Simulation, mit den Computerdaten und schauen, ob die Theorie mit der Praxis übereinstimmt. Ja, und das ist dann viel Datenanalyse einfach. Wir verpflichten uns als Hersteller der Vision Zero in Europa. Dafür brauchen wir den Baustein der passiven Sicherheit. Wir versuchen, das Fahrzeug ganzheitlich sicher zu machen, für den Fahrer und auch für den Unfallpartner. Und dazu gehört eben eine Strukturentwicklung, dass der Rohbau die entsprechenden Steifigkeiten und Verformbarkeiten hat, die er braucht. Und auch die Rückhaltesysteme wie Gurte, Sitze, Airbags. Das ist insbesondere ein hohes mechanisches Schutzniveau, sodass das Fahrzeug eben hier in der Lage ist, die Kräfte richtig aufzunehmen, aber auch richtig abzuleiten. Und dass auch zum Beispiel die Batterien, die natürlich trotz des mechanischen Schutzes auch eine hohe Beschleunigung erfahren, diese Beschleunigung auch einfach aushalten. Wir sind mit dem Test sehr zufrieden. Auf den ersten Blick sieht man, dass die mechanische Belastung in Ordnung war, so wie wir sie erwartet haben. Sie entspricht etwa dem, was wir auch vorher simuliert haben. Das Testergebnis hat gezeigt, dass wir auch bei hohen Anprallenergien eine sehr gute strukturelle Sicherheit von Batterien und der Schutzeinrichtung, die davor installiert ist, sehen können. In einem realen Unfall wäre keinerlei Gefahr ausgegangen, weder für den Fahrer noch für den teilnehmenden Verkehr. Also wir haben ja einen Versuch gemacht, der wirklich schon eine gewisse Energie drin hat. Der Stoßwagen ist mit über 50 km/h in die Seite gefahren, mit einer Masse von weit über einer Tonne. Da ist wirklich Musik drin, kann man sagen. Wir können sagen, das Auto ist wirklich sicher, was das angeht. Es geht keine Gefährdung aus. Wir haben hier eine gute Sache gemacht. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.